Hey Jan, wovon träumst du schon wieder? Ich träume davon, mir endlich mein eigenes Elektroauto leisten zu können. Sag mal, bist du ein Löwe oder bist du ein Schaf? Ich bin Löwe, ich bin Gewinner, ich bin Macher, ich bin die Zukunft. Ich bin meine eigenen 365 Tage im Jahr und die Seite wird jetzt geschrieben. Da habe ich jetzt was für dich. Au! Au, ich bin wirklich ein Löwe, aber darum geht's nicht, denn ihr seid hier beim Jan, das ist eigentlich mein Name, bei The Car Crash Review und ich habe heute für euch den Peugeot E208 dabei im GT Pack. Und das ist interessant, denn dieses Auto ist eines der ganz wenigen bezahlbaren Elektromodelle und vor allem ist es im Modelljahr 2022 mit vermutlich ein bisschen mehr Reichweite. Was es damit auf sich hat, wie weit wir damit im Sommer bei warmen Temperaturen gekommen sind, wie weit wir heute damit gekommen sind, was dieses Auto kann, würde ich dazu raten oder vielleicht doch zum Corsa E. Genau das erfahrt ihr in diesem Video. Und dann geht es jetzt auch los mit mir. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, ist es natürlich wichtig zu sagen, dass wir einen Kooperationspartner haben, nämlich GoLeasy. Was machen die Jungs? Die begleiten uns schon fast, seit es uns gibt und vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, suchen den garantiert besten Leasingpreis für euren Traumwagen raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Warum lohnt sich Leasing jetzt bei diesem Auto besonders? Es ist krass, wirklich krass. Ihr bekommt nämlich eine Förderung von 9.000 € und zahlt nur 0,25% der Dienstwagensteuer. Und das wiederum schlägt sich halt auch auf den Leasingpreis nieder. Wenn wir jetzt über die Historie und über die Wettbewerber von unserem Peugeot, unserem Löwen, unserem Tiger King hier in Gelb sprechen, ja, dann ist es erstmal mit der Historie interessant, denn erste Generation kam 2012 auf den Markt. Viele meiner Freunde haben mit diesem Auto angefangen, Outdoor zu fahren. 2019 kam dann die zweite Generation und 2020 hat diese Generation auch einen E-Antrieb bekommen. Und ihr fragt euch, E-Antrieb? Aber der hat doch Verbrenner, wie geht das? Ja, das ist die Commo Modular Plattform, ja, CMP-Plattform. Das ist ein Wunderwerk des Konzerns, des Stellantis-Konzerns, denn dazu gehört Opel, Peugeot, Citroën, DS und da könnt ihr eben Verbrenner und rein elektrische Motoren reinbauen. Wunderbar. Brüder bzw. Schwestermodell, ich will nicht gendern, ne, da muss man ja aufpassen heutzutage, ist der Corsa E. Dieses Auto gibt es auch noch als hochgebockte SUV-Variante, als E 2008. Auch dieses Auto werden wir euch vorstellen, deshalb abonniert genau jetzt den Kanal The Car Crash Review, lohnt sich. Denn bei uns gibt es jeden Tag eine neue Karre von der bezaubernden Chassis vorgestellt oder von mir. Und ich habe bei Peugeot angerufen und habe gefragt, hey Peugeot, wie viel Prozent Verkaufsanteil ist denn jetzt bei dem 208 Löwen der Elektromotor? Und die haben gesagt, ey, wir haben es komplett verspekuliert. Am Anfang haben wir gedacht, 10%, also einer von 10 und inzwischen sind 60%, also 6 von 10. Ich muss für mich immer wieder selber sagen, weil ich war echt nicht gut in der Schule, nicht gut in Mathe. Und das hat mich dann doch überrascht. Aber wenn man eigentlich mal so überlegt, und das hat mich auch überrascht ganz am Anfang der Elektromobilität, eigentlich will man was für die Umwelt machen. Audi bringt einen e-tron, alle bringen riesige e-tron GT, Porsche Taycan Schiffe zuerst. Aber es gibt ganz wenige bezahlbare Elektromodelle. Das ist natürlich der Renault Zoe, der einen besseren Verbrauch hat als der und einen besseren Einstiegspreis. Das ist natürlich der Nissan Leaf. Die zwei haben sich immer so ein bisschen konkurriert, was die meisten Absatzzahlen angeht. Das ist der BMW i3, der ein ganz tolles Konzept hatte aus meiner Sicht am Anfang, der sich allerdings bei euch nicht so gut durchgesetzt hat. Wer jetzt denkt, aber es gibt ihn immer noch, den i3. Ne? Wer jetzt denkt, der ID.3 oder der Cupra Born, den ihr bei uns auf dem Kanal findet, sind Konkurrenten, der irrt ein bisschen, weil das ist eigentlich Kleinwagen. Die anderen sind dann schon kompakt, also Golfgröße. Beziehungsweise Performance-Golfgröße in dem Cupra-Fall. Ich finde Cupra sowieso sehr nah an Audi. Über die Förderung habe ich euch was erzählt, über die Wettbewerbe habe ich euch was erzählt. Es gibt relativ wenige, jetzt sprechen wir über die Ausstattungsvarianten. Das gibt es nicht in Verbindung mit dem Elektromotor. Das ist die günstigste Einstiegsversion. Active, Allure und GT. Und
von den letzten dreien immer dann nochmal die Pack-Version mit mehr Ausstattung. Hier haben wir von den Löwen die größte, die gelbeste und vor allem die bestausgestattetste Version GT Pack stehen. Und das Auto hier ist 4,1 Meter lang, 1,75 breit, 1,43 hoch. Und hier vorne finde ich eine echte Erscheinung. Peugeot hat gesagt, wir wollen bei dem Auto ja die E-Version von dem normalen 208 nicht zu sehr unterscheiden, weil ihr entscheidet, ob ihr das Auto mögt oder nicht und dann entscheidet ihr, welcher Motor zu euch passt. Ich finde, das ist für die Zukunft eine ganz tolle Herangehensweise. Wenn man jetzt guckt, altes Peugeot-Logo hier vorne noch drauf. Der 308, der neue kompakte, der größere, den es ja noch nicht rein elektrisch gibt, hat das neue Logo schon. Der Grill hier vorne hat Elemente in Wagenfarbe, allerdings ist er auch schwarz und wir haben hier so eine schwarze Verbindungslinie durchgehend hin zu diesen 3 Leuchten hier. Und das ist interessant, in Like gibt es noch Halogenleuchten. Aber das gibt es ja nicht mit dem E-Motor. Finde ich schwach. Hier unten der Säbelzahn, das finde ich sehr geil. Ich finde das Auto von der Optik wesentlich geiler als den Corsa E. Also auf jeden Fall expressiver, mutiger würde ich sagen, während der Corsa E vielleicht zurückhaltender ist. Und so differenziert man sich halt in diesem Stellantis-Konzern. Hier unten haben wir noch eine leicht angedeutete sportliche Lippe, aber von vorne ist es ein dann doch relativ zurückhaltendes Design. Große Ausstattung heißt schwarze Spiegelkappen. Wir haben nicht das schwarz abgesetzte Dach. Für 300 € würde ich immer nehmen, genauso wie das Panoramadach für 550 € würde ich auch immer nehmen. 15, 16, 17 Zoll Felgen gibt es. Der hier beginnt bei 16 Zoll Felgen. Und jetzt, wenn man über die Felgen vorne spricht, gibt es eine kleine Sache von mir zu erzählen. Modelljahr 22 ist ganz wichtig, hat eigentlich 6-8%, also 22 Kilometer mehr Reichweite. Liegt an optimierten Reifen wohl, liegt an einer besseren Wärmepumpe, liegt an einem besseren Getriebeverhältnis. Ich weiß nicht, ob der die schon hat. Im Konfigurator hat der große dann mit GT 50, also 350 Kilometer Reichweite. Ich habe heute bei Peugeot niemanden erreicht. Und jetzt guckt mal, hier haben wir eine schwarze Umrandung um die Radkästen hier drin. Ne? Und wir haben hier 16 Zöller. Das liegt wahrscheinlich an den Winterrädern. Aber ich sage es in jedem Video, ich habe mir immer mal geschworen, wolle nicht nur sein, der Typ, der euch Design erklärt, wobei hier wäre eigentlich ein Petit Peu Français besser, weil es ja eine französische Marke. Der Akku liegt hier unten und der wiegt sensationelle 400 Kilo, das ist viel, aber der ist auch groß, denn der fast 50 Kilowattstunden. Und jetzt spricht man schon übers Laden. Ihr habt auch so kleine E-Embleme hier entdeckt. Ich finde auch diesen Dachkantenspoiler, der in dem GT-Pack hier oben noch kommt, richtig sportlich, richtig gut. Hätte es dieses Auto gegeben, als ich 18 gewesen wäre, hätte ich es mir auch nicht leisten können. Ne? Aber hätte ich schon ziemlich nice gefunden, finde ich immer noch. E steht hier und jetzt spricht man übers Laden. Interessant war, dass wir bei diesem Auto 53 Kilowattstunden reingetankt haben, heißt, wir haben ja 3 Kilowattstunden Ladeverlust, 50 passt brutto rein. Ja, und das sorgt für eine Reichweite angegeben zwischen 340 und eben 362 Kilometer, je nachdem welches Modelljahr es jetzt genau ist. Das Auto ist niegelnagelneu, hat gerade mal 300 Kilometer, deshalb vermute ich das Neue. Ich werde euch später im Innenraum bei der Fahrt mit der bezaubernden Jessie erklären, wie weit wir gekommen sind, bei wärmeren, bei kälteren Temperaturen. Und dann spricht man natürlich übers Laden. Großartig, denn der kann bis zu 100 kW schnell laden und ist dann tatsächlich in 45 Minuten von 0 bis 80%. Die letzten 20% dauern immer ein bisschen länger. 11 kW zu Hause an der Wallbox braucht er etwa 5 Stunden, um von 0 bis 100%. Und an der Haushaltssteckdose bräuchte er 27 Stunden, um komplett voll zu sein. Aber niemand macht den komplett voll, niemand fährt den komplett leer, also ist es wesentlich schneller. Was noch schneller ist unser neuer Kooperationspartner. Next Level Energy. Das nächste Level der Energie, was machen die? Die bieten euch Lademöglichkeiten an für zu Hause, Energiespeicher. Schaut gern mal auf deren Shop, den Nick E-Shop, den seht ihr dann da oder da. Und wenn ihr mehr als 150 € ausgibt, bekommt ihr 25 € Rabatt mit dem Code TheCarCrash. Freut mich. Schöne Kooperation. Hier könnt ihr den laden, schaut es euch an. AC, DC, CCS, schnellladefähig oder eben halt zu Hause an der Steckdose. Da kommt jetzt noch ein stinkender Verbrenner, das höre ich. In der Zeit schauen wir uns einfach mal von hinten, ist ja auch Stellantis, der Grandland, ne? Dieses Auto an. Abgedunkelte Scheiben, Dachkanten, Spoiler. Ich mag diesen Dreizack hier hinten, der mich immer so ein bisschen an eine Klaue erinnert in der Rückleuchte, die aus LED ist. Schwarze Verbindungslinie.
GT steht hier, altes Peugeot-Logo, E208 und hier unten dieser schwarze Diffusor, der schick Anhängelast, habe ich nichts gefunden. Kann man mit dem Auto was ziehen? Wisst ihr das? Ich glaube nicht. Wisst ihr, ob das Modelljahr 22 ist, ob der wirklich mehr Reichweite hat? Naja. Aber jetzt gucken wir uns den Kofferraum an. Viele werden jetzt sagen, Jan, recherchier mal besser. Ich sage, ich konnte es einfach nicht rausfinden. 265 bis 960 Liter Kofferraumvolumen. Im Vergleich zu den Verbrennern sind es jeweils 35 Liter weniger Volumen. Was unseren neuen Kooperationspartner richtig freuen wird, ist, dass ich jetzt hier nochmal auch die Ladekachel zeige. Für zu Hause für die Steckdose wollt ihr eben schnell laden. Braucht ein Schnellladekabel. Das ist aus meiner Sicht optional bei diesem Auto hier. Finde ich nicht so richtig gut. Hier habt ihr noch so kleine Handschuhe drin für die Temperatur. Wäre das für Jessie hinter der Kamera ja wirklich gut. Und jetzt schaut euch mal an, was ganz wichtig ist der doppelte Ladeboden hier unten. Der ist jetzt hier geschlossen, denn der Akku liegt zwar im Unterboden, aber teilweise haben wir auch noch Technik hinter bzw. unter der Rückbank. Hier oben könnt ihr dann die Abdeckung rausmachen, immer ganz wichtig. So, habt ihr die raus und weil das Auto ja so klein ist, könnt ihr einfach von hier ganz bequem die Sitze umklappen. Was ich einen Kritikpunkt finde, der Kofferraum ist gut, der ist okay, aber ist diese Kante hier unten. Die mag ich nicht, die ist nicht praktisch zum Beladen, finde ich. Oder Jessie? Sie schüttelt den Kopf. Ja. Klappe geht sehr leicht zu. Was wir jetzt machen ist, ich mache euch auf dieser Seite auf. Auch übrigens, wenn ihr wissen wollt, was da hinten jetzt vor sich geht, geht er da rein. Auf meiner Mütze steht Jeep. Das wäre ein Witz gewesen eigentlich. Ha. Jedenfalls mache ich hier jetzt hoch. Auf eurer Seite hoch. So. Man muss, und das ist auch wichtig zu wissen, hier den Anschnaller vormachen. So, hier auch. Schaut mal das an. Das muss man wissen. Und wenn man jetzt hier hinten ist, muss ich sagen, ich stehe mit dem Kopf an der Decke an. Aber sowas von. Ja. Ja, das ist nicht so richtig gut und ich habe hier dieses Teil im Rücken. Muss man dann auch hochschieben. So, geht das? Aber nee, so richtig bequem ist hier hinten für mich nicht. Dafür habe ich schöne Leuchten, dunklen Himmel und was ganz Tolles sind diese Sitze hier. Grün-schwarze Naht, Alcantara ist das hier. Oder Jessie? Ja. Das Alcantara-Kopfstütze, sie ist unsere Materialbeauftragte. Ja, hier haben wir leider nicht frei im Mitteltunnel. Könnte man sich beim E-Auto besser vorstellen, das ist plattformbedingt. 2 Steckdosen hier, die Sitze sehen von vorne extrem wertig aus. Ich mache jetzt mal hier die Tür zu, dass ihr das vielleicht besser seht. Aber ja, Platzverhältnisse nicht gut. Auch in der Mitte will man nicht sitzen. War früher ja mein Platz auf dem Weg in die Disco. Aber jetzt schaut er mal in die Tür rein. Hartplastik, Klavierlack, Hartplastik, Kunstleder. Ganz okay gepolstert, ganz okay Platz. Ehrlich gesagt, fast besser ausgeformt als ein ID.3. Ja, was wir jetzt machen, ist vorne immer auf, denn angetrieben ist dieses Auto ja im Vergleich jetzt zu einem ID.3 oder einem Cupra Born vorne, nicht hinten. Gibt weniger Spaß, aus meiner Sicht allerdings mehr Kontrolle. Jetzt mache ich hier mal auf und ja, Jessie bekommt von mir immer so ein bisschen Ärger, wenn sie das nicht gecheckt hat, wie das aufgeht vor den Videos. Jetzt habe ich selbst vergessen. Jetzt sprechen wir über das Auto. Erstmal interessant, ist kein Leichtgewicht. Für ein E-Auto allerdings wieder doch. 1530 Kilo. Eben etwa 400 bis 450 Kilo schwerer als die Verbrennerkollegen. Und jetzt spannend. Wir haben einen 100 kW Motor da drin. In Verbindung mit dem 50 Kilowattstunden fassen Akku sind es dann 136 PS. Damit beschleunigt der, und das ist krass, von 0 auf 50 in 2,8 Sekunden. Das werden wir gleich erfahren. Er braucht auf 108,1 Sekunden, wird 150 km/h schnell und der Normverbrauch liegt bei 17,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, was ein bisschen viel ist. Wir haben 3 Fahrmodi da drin und wie weit wir gekommen sind, wir sind nicht die 340 Kilometer weit gekommen, die dieses Auto angegeben ist. Das werdet ihr jetzt dann gleich bei der Fahrt erfahren. Mein Gott, bin ich ein Wortjongleur. Wenn ihr dem Jongleur und der Jessie folgen wollt, dann zeige ich euch noch schnell den Innenraum. Und dann gibt es die Fahrt. Ein Fazit kommt mit auf unsere Reise durch die automobile Löwenwelt.
Hallo Löwen, wollt ihr wissen, wie man in einem Tag 5.000 € verdient? Nee, so ein Scheiß-Video ist es hier nicht. Ich kann euch lediglich erklären, was der Innenraum hier kann und der passt in die Löwenfamilie wie ich ins Wolfsrudel. Nämlich perfekt. Das war tautologisch, aber macht nichts. Und was ich hier drin liebe, sind tatsächlich die Sitze. Die Sitze sind im Gegensatz zum Lenkrad ganz wenig streitbar. Grüne Nähte, Leder, Alcantara, Stoff, die haben wir euch so schon im 308 in etwa gezeigt. Die sind bequem, geben guten Zeitenhalt. Ich habe mir hier die Sitzheizung angemacht, mega. Leicht zum Fahrer geneigtes Lenkrad, 3D-Cockpit hier drin, extrem geil. Kleines Peugeot-Lenkrad, extrem streitbar. Und jetzt schauen wir uns einmal hier dieses Carbon-Zierelement an und wandern in die Tür, wo wir das wiederfinden in dem GT-Pack. Und da finden wir leider auch eines, nämlich Klavierlack. Stehe ich echt nicht drauf und ich verstehe dieses Bauteil nicht in Autos, weil das verdobt immer und sieht eigentlich nur gut aus, wenn man es neu aus der Fabrik abholt oder einen Putzfimmel hat. In der Tür bekommen wir was unter, die Armauflage ist solide gepolstert und ehrlicherweise ist die Verarbeitung vorne besser als das, was VW macht. Da sind wir uns einig. Wir haben hier Lüftungsdüsen, dieses ganze Bauteil hier vorne wirkt wie aus einem Guss, ist schön. Ja, dieser Cobra-Shifter hier für die Gänge, für den stärkeren Rekuperationsmodus hier, der ist ergonomisch toll ausgeformt. Hier unten haben wir ein kleines Fach und hier haben wir eine induktive Ladebuchse fürs Handy. Oder haben hier die Möglichkeit, noch was draufzulegen. Das ist also sehr solide gelöst. Man kann das zumachen. USB-Stecker, USB-C-Stecker, sehr, sehr sinnig. Hier haben wir Platz. So sieht er übrigens aus, der Schlüssel. Nicht so spektakulär. Und hier die Fahrmodi, Feststellbremse und hier unten noch mal ein kleines Fach mit so einem kleinen Zwischenfach, wo man was unterbekommen kann. Ja, und jetzt würde ich eigentlich schon sagen, ist es soweit, dass die bezaubernde Jessie raus aus der Kälte kann. Ich mache ihr hier mal die Sitzheizung an und was ihr jetzt seht, ist das Lenkrad. Und das ist sehr streitbar, weil es ist klein, es ist oben abgeflacht, unten abgeflacht und passt wohl nicht zu allen Körpergrößen. Ich habe am Anfang, und das gebe ich zu, meine Probleme gehabt mit diesem Peugeot-Lenkrad. Inzwischen will ich fast nichts mehr anderes, gerade einhändig fahren ist so ein bisschen Formel-1-Gefühl. Ja, und jetzt haben wir das hier, Peugeot-Löwe hier im Pralltopf, GT steht unten drauf, grüne Ziernaht, schaut mal, wie schön das hier um die Kurve geht, das Design. Ne? Wir haben halt hier noch den Spurhalteassistenten, den man hier an- und ausmachen kann, Sprachsteuerung hier und das Cockpit vorne ist 3D-fähig. Und jetzt schaut mal hier, das ist nicht nur in der Software, sondern auch eben in der Hardware 3D hier, dieses Teil. Gibt einen guten Blickschutz und wenn ihr jetzt vorne seht, haben wir da oben jetzt die Energieflussanzeige drin. Ihr könnt allerdings auch, das ist die Anzeige mit der Navi dann belegen, es personalisieren quasi. Ihr könnt es minimalistisch machen. Schaut mal, dann sieht es so aus, wenn euch das alles zu viel ist und ihr sagt, ey, ich komme gar nicht klar. Ihr könnt hier die Navi, wie gesagt, dann reinmachen. Ihr könnt allerdings auch die Fahrhilfen reinmachen. Manchen wird es ja schlecht von dieser Anzeige. Und ich habe eben kein Problem mit der Ergonomie des Lenkrades. Was ich toll finde, ist Start-Stopp-Knopf hier und eine Sache vor allem hauptsächlich, nämlich dieses Infotainment ist leicht zu mir geneigt, gut bedienbar. Hier die größte Variante 10 Zoll, das kommt halt hier in GT mit, ne? Auch hier dieses digitale 3D-Cockpit. Und jetzt schaut mal hier, ich habe einen Knopf eben für die Musik, ich habe einen für die Klima, die jetzt aus ist, einen fürs Navi. Navi-System ist auch einigermaßen okay schnell. Ich habe einen hier für die wichtigsten Einstellungen vom Auto und eben die Assistenten, die ihr hier alles seht, die hier drin sind. Kann hier Parken, Beleuchtung, Komfort einstellen. Komfort vielleicht noch interessant, Ambiente-Licht. Kann man in 8 verschiedenen Farben einstellen, also grün könnt ihr das machen, blau könnt ihr das machen, violett könnt ihr das machen, seht ihr jetzt nicht so gut, ich mache es mal wieder hier oben grün zurück. Ja, und könnt halt hier ganz viel einstellen. Dann habt ihr hier noch die Konnektivität mit Apple CarPlay, Android Auto, habt hier eine Stromflussanzeige, die Statistik zum Verbrauch, die sehr interessant ist und könnt hier die Ladung noch timen, wenn ihr wollt und habt hier noch verschiedene Einstellungen mit einer Profilauswahl. Und hier unten nochmal so eine zweite Ebene, das ist vielleicht nicht ganz so glücklich, dass die Knöpfe so nah aneinander sind mit der Klimaeinstellung, hier die Sitzheizung. Dunkler Himmel, kein Glasdach leider. Hier schaut mal, wie schön diese LED-Beleuchtung hier drin ist. Ich würde immer das abgesetzte Dach nehmen und oder das Panoramadach. Und jetzt wollen wir sie rinlassen.
Jetzt wird gefahren, Löwen. Freust du dich? Ja! Au! Es hat sich heute rausgestellt, ich bin Löwe, ja, und Jessie nicht, weil sie motzt die ganze Zeit, dass sie friert, aber ihr wisst ja, wie das ist. Aber darum soll es eigentlich nicht gehen, sondern... Es geht jetzt um den Fahrbericht. Genau, und ich zeige euch noch mal kurz, schaut mal, hier könnt ihr die Standheizung vorplanen, was gut ist. Hier die Klimaanzeige ist auch nett, aber ich mache jetzt hier mal den Stromfluss rein. Cobra Shifter, Bremse treten, ziehe ich nach hinten. Ne, vorher muss man das Auto natürlich anmachen und ihr seht jetzt, die Energieflussanzeige ist großartig. Und was ein Löwe mich ausmacht, ist Energiesparen. Und in so einem Elektroauto ist es Rekuperieren. Schaut mal hier, ich fahre jetzt also hier runter, Bremse, ne? Beziehungsweise im Schubbetrieb, und der Elektromotor dient andersrum als Generator und lädt den Akku da unten auf. Aber ich kann auch hier unten, schaut mal, in den B-Modus schalten, D und B, und dann bremst der stärker. Heißt, er rekuperiert stärker, heißt der Akku, der 50 Kilowattstunden fassende Akku wird stärker aufgeladen. Was Schönes, ähnlich wie bei mir bald, ne? Mein Bauch sorgt für einen immer tieferen Schwerpunkt, und bei dem Auto haben wir 400 Kilo im Unterboden, heißt, das Auto fährt sich sehr dynamisch, hat eine tolle Kurvenlage, oder? Das macht schon Spaß, das ist eine kleine elektrische Pocket Rocket und vor allem am höchst motorisiertesten bei dem 208. Am höchst motorisierten, genau. Testen. Nee, motorisierten. Aber macht ja nichts, sondern es geht eigentlich darum, dass wir uns gestern gestritten haben, als wir den Cupra Born vorgestellt haben. Und da ging es darum, warum hat der Range-Modus mehr Reichweite? Ist da Leistung weg oder nicht? Hier ist es so, das kann ich euch ganz klar sagen. Nämlich, schaut mal jetzt hier, wir sind im Eco-Modus. Und der Eco-Modus hat nicht wie der sportliche Modus die vollen 100 kW, sondern eben nur 60 kW Leistung. Ne? 100 kW sind 136 PS, und der mittlere Modus da vorne, der hat dann 80 kW Leistung, und das Drehmoment ist jeweils auch angepasst. Aber es ist lustig, weil wir haben jetzt noch 40 Kilometer Reichweite, und Jessie hat sowas in sich. Schaut mal auch, wenn man da vorne dann von Sport 38 hin zu Normal 40 hin zu Eco schaltet, bekommen wir immer mehr Reichweite. Und Jessie hat sowas wie Reichweitenangst. Willst du das mal erklären? Also ich habe schon ziemlich Schiss bei Elektroautos, dass man irgendwie liegen bleibt, weil ja, dann gibt es eigentlich nur noch eine Lösung, und zwar ist es der ADAC. Und da gibt es auch ein paar Tipps und Tricks im Winter, die man anwenden kann, wenn man ein bisschen Reichweite sparen möchte. Und zwar ist das, anstatt der Klimaanlage einfach die Sitzheizung zu benutzen, um sich aufzuwärmen, weil das energiesparender ist und man damit ja weniger Reichweite verpuffen lässt. Okay, soll ich erst erzählen, wie das Auto fährt, oder soll ich erst erklären, wie weit wir gekommen sind? Erst, wie es fährt, oder? Okay, also wie sich's fährt. Die Lenkung ist in der Mittellage, das ist meine Spezialdisziplin übrigens, nicht ganz so direkt. Auch außen in den extremeren Bereichen fühlt sich's für mich so ein bisschen synthetisch an. Lenkung ist okay, gut für die Stadt, aber für mich, vor allem wenn man den sportlichen Modus reinmacht, ehrlich gesagt nicht direkt genug. Fahrwerk hier drin finde ich toll, den tiefen Schwerpunkt, den genieße ich, auch Federung hier drin richtig gut, und was vor allem natürlich klasse ist, das Ansprechverhalten. 2,8 Sekunden auf 100 hier, gerade für die Stadt, fühlt sich das so ein bisschen an, wie in so einem E-Scooter zu sitzen. 2,8 Sekunden auf 50. Auf 50, genau. Auf 100 sind es 8,1 Sekunden. Aber jetzt beim Runterfahren, immer erhobener Zeigefinger übrigens, ganz wichtig, wird sich von mir meine Erfahrung bei euch widerspiegeln, was ich verbraucht habe, beziehungsweise wir. Und erstmal hier, Jessie hat gelernt, hier ist ihre Stelle, wo sie immer den Leuten zeigt, wie groß ist der Wendekreis. Schaut mal, Junggesellenabschied. Junggesellenabschied, der ist 10,4 Meter. Rost. Und man kann quasi, so fühlt sich zumindest für mich an, hier einmal auf der Glückwunsch, ja, Glückwunsch oder Beileid, ja, auf der Stelle drehen. Auf jeden Fall war das gut. Reichweite. Ich mache jetzt hier den stärkeren B-Modus rein, damit wir hier runter rekuperieren. Wie weit sind wir gekommen? Und das ist interessant. Wir sind jetzt hier mit unserem Verbrauch von etwa 20 Kilowattstunden 235 Kilometer weit gekommen, Winter. Im Sommer, ne, es hatte von der Woche 16 Grad, mag man sich kaum vorstellen, sind wir damit etwa 270 Kilometer weit gekommen. Auf der Autobahn hatten wir einen Verbrauch von, ja, zwischen 22 und 25 Kilowattstunden, kommt ganz drauf an, wie schnell man fährt, 150 km/h wird er schnell, sind wir unter 200 Kilometer nur weit gekommen, was wenig ist. In der Stadt haben wir sehr viel rekuperiert, und da sind wir dann ja an die 300 Kilometer weit gekommen.
Ja, Und das ist ein Stadtauto. Ja, ist ein Stadtauto. Aber das ist eine hohe Diskrepanz. Es ist auf jeden Fall eins nicht ein Langstreckenauto. Ne? Laden ist wichtig. Hier drin die Wärmepumpe ist auch wichtig. Großes Thema war übrigens auch, haben wir jetzt hier die 22 Kilometer mehr Reichweite? Was meinst du? Ich glaube ja. Weil du ja schon gesagt hast, der ist jetzt auch nur ein paar Kilometer gelaufen. Wir haben mit 2022, wir haben den frisch von Peugeot bekommen, es wird wahrscheinlich das neue Modell ja sein. Ja, stimmt. Warte mal, ich habe hier was für dich. Hier. Zugelassen ist der Anfang 2012, ja. Also ist im Dezember zugelassen. Ja, das ist okay, ja. Die Fahrmodi machen tatsächlich einen deutlichen Unterschied, was ich interessant finde. Und jetzt machen wir aber mal eins, wieder nicht den alten Fiat-Fehler von Chassis, nämlich nicht den Sportschalten beim Beschleunigen. Schaut mal hier. Das macht schon Spaß. Und das trotz 1,5 Tonnen. Und jetzt schauen wir mal, Chassis, wie lang braucht er auf 50? 2,8 und 8,1 auf 100. Genau, so. Und jetzt beschleunigen wir mal. Mach das weg, ich will die Emotion. Okay, ich filme mal so ein bisschen. Vielleicht. Hast du es gehört? Vorne leicht gestempelt. 50 haben wir. 100 Vollbremsung. Bei der Bremsung schiebt er schon ein bisschen, ne? Aber Spaß macht das natürlich ohne Ende aus meiner Sicht. Also tolles Auto, auch hier der tiefe Schwerpunkt. Wenn ihr wirklich Fun haben wollt, dann ist das halt mit der Beschleunigung ja schon irgendwie ganz nah am Golf GTI, ziemlich linear. Für die Reichweite, die mehr drin ist, hier drin wahrscheinlich. Es gibt eine andere Getriebeabstimmung, die Räder sind ein bisschen besser und die Wärmepumpe hat irgendwie einen Sensor, der muss hier irgendwo sein, dass sie ein bisschen effektiver funktioniert. Wer noch effektiver funktioniert, bist du. Weil Chassis uns jetzt eigentlich sagen will, was als nächstes passiert. Jetzt kommt, ich habe meinen Einsatz verpasst, das Fazit. Jan, träumst du schon wieder, dass du ein Löwe bist? Ich bin Löwe, ich bin Macher. Mein Tag hat 365 Tage. Nee, bei so einem YouTube-Kanal seid ihr hier nicht gelandet. Ich bin einfach nur Elektromobilist und Autoliebhaber und werde euch jetzt in meinem Fazit erzählen, was ich vom E208 halte. Und ganz ehrlich, für mich überhaupt keine Überraschung, dass 60% von euch sich für die E-Version bei diesem Auto entscheiden. Denn es gibt ganz wenige elektrische Kleinwagen, die Sinn machen. Und ich habe eine Sache in meinem Leben noch nie verstanden. Alle wollen was für die Umwelt tun, alle reden davon, bla bla bla, Planet retten, kaufen sich einen Porsche Taycan, einen e-tron GT, einen e-tron. Extrem geile, extrem große Elektroautos. Aber ganz ehrlich, mit was ihr etwas für die Umwelt macht oder fürs große Ganze, ist sowas. Denn dafür müssen wir uns alle verkleinern. Ich bin auch überhaupt kein Freund von diesen elektrischen Scootern oder Elektrofahrrädern. Das ist natürlich witzig und so, aber eigentlich sorgt man damit nur für zusätzliche Emissionen und die großen E-Autos ist einfach nur eine Verlagerung. Aber diese Diskussion jetzt hier aufzumachen, ist etwas müßig. Sprechen wir lieber über das Auto. Und das Auto hat Schwachstellen, ganz klar. Ne? Die Reichweite ist jetzt im neuen Modell ja erhöht, das ist besser. Der Verbrauch ist vielleicht ein Mühe zu hoch und der Preis ist relativ ambitioniert. Allerdings bekommt ihr eine Förderung. Was ich allerdings als Teil der Löwenfamilie hervorheben will, ist, was dieses Auto kann. Eine tolle Optik, eine viel präsentere, mutigere Optik als der Corsa E, ein sehr moderner Innenraum, man kann den vorklimatisieren, man hat ein 3D-Cockpit, man hat ein tolles Navi, viele Assistenten. Da ist er aus meiner Sicht gerade führend und könnt ganz stolz auch das neue Peugeot-Logo schon tragen. Auch der 308 ist ein unglaublich gelungener Kompakter, den es ja noch nicht elektrisch gibt. Und wenn man jetzt drüber spricht, was die größte Schwachstelle ist, dann ist es vielleicht der Preis. Als Like, und da gibt es ihn ja nur als reinen Verbrenner, beginnt der nämlich schon bei etwa 17.000 Euro. Die E-Version beginnt bei etwa 32.000 Euro und hier, so wie er da steht, liegt er dann halt schon bei 38.000 Euro, ein bisschen drunter. Allerdings, und das ist wichtig und das wird auch unser Kooperationspartner vorherheben wollen, bekommt er eine Förderung von 9.000 Euro. Und wenn ihr das irgendwie schafft, den Löwen hier als Dienstwagen zuzulassen, zahlt ihr nur ein Viertel der Dienstwagensteuer. Weiß eben auch unser Kooperationspartner GoLeasy, was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern zu und den garantiert besten Leasingpreis raus. Auch für den E208 gibt es tolle Leasingpreise. Schaut da gern vorbei. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review Goat. Ich bin der Jan. Wenn es euch gefallen hat,
was wir hier machen, dass wir frieren, dass Jessys Finger fast abfrieren. Dann abonniert genau jetzt den Kanal. Schreibt in die Kommentare, ist es die neue Version jetzt mit der Reichweite mehr? Wisst ihr das vielleicht? Und schreibt vor allem rein, Jan und Jessie, also Jessie und Jan, sind die besten Autoreviewer der Welt und Peugeot 208 Je t'aime. Je t'aime, vous, votre amour, baguette, au revoir, à la prochaine. Ciao, tschüss.